Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Heute ist Tag 191. Unser Thema ist Kultur und Vielfalt. Wir lernen 15 wichtige Wörter für den Alltag. Hallo zusammen. Bevor wir diese Konzepte genauer besprechen, also stell dir mal folgendes Szenario vor. Du wachst morgens auf, gehst auf die Straße und plötzlich schüttelt niemand mehr Hände. Oh wow, das wäre komisch. Ja, wirklich. Wenn du jemanden freundlich begrüßen willst, starrt man dich nur völlig verwirrt an. Du gehst in ein Café, möchtest einen Kaffee bestellen, aber ein einfaches Nicken bedeutet in dieser neuen Welt plötzlich Nein. Krass. Wie würdest du dich da fühlen? Wahrscheinlich extrem gestresst. Also, ich wäre völlig verloren, glaube ich. Genau. Und dieses gestresste Gefühl ist eigentlich der Kern unseres heutigen Themas. Es geht nämlich nicht nur um trockene Vokabeln. Mhm. Es geht um die psychologische Frage, was passiert in unserem Gehirn, wenn unsere vertraute Welt auf eine völlig andere Realität trifft. Ja, wie reagieren wir auf das Unbekannte, ne? Richtig. Das ist eine faszinierende Frage. Um diese Phänomene greifbar zu machen, haben wir heute unsere Wörter als Werkzeuge dabei. Aber bevor wir so richtig in dieses Thema eintauchen, haben wir noch einen kurzen technischen Hinweis für alle, die aktiv mit uns lernen. Ja, genau. Ein sehr wichtiger Hinweis. Heute zeigen wir euch eine sehr effektive Methode, um eure Aussprache zu verbessern, nämlich Shadowing. Beim Shadowing sprecht ihr fast gleichzeitig mit dem Sprecher. Hier sind 3 einfache Schritte. Schritt 1. Zuhören. Hört zuerst nur zu. Achtet auf die Aussprache, die Betonung und die Pausen. Denkt nicht an Grammatik. Hört nur den Klang. Richtig. Schritt 2. Mitsprechen. Jetzt sprecht ihr mit. Versucht genauso zu sprechen wie der Sprecher. Achtet auf Tempo, Stimme und Gefühl. Und dann kommt Schritt 3. Aufnehmen. Nehmt euch selbst auf. Vergleicht eure Stimme mit dem Original. So erkennt ihr eure Fehler und könnt euch verbessern. Und bitte lest nicht nur still mit. Shadowing funktioniert nur, wenn ihr laut sprecht. Euer Mund muss die Bewegungen trainieren. Absolut. Bleibt bis zum Ende. Dort hört ihr unsere Mini-Story. Darauf freue ich mich schon. Okay, lass uns loslegen. Wenn wir verstehen wollen, warum ein einfaches fehlendes Händeschütteln uns so sehr stresst, dann müssen wir zuerst in uns selbst hineinschauen. Ja, das stimmt. Alles beginnt mit einem ganz zentralen Konzept. Unser erstes Substantiv heute ist die Identität. Auf Englisch sagen wir Identity. Genau, die Identität. Im Grunde ist die Identität unser inneres Bewusstsein. Sie beschreibt, wer wir sind, wo wir hingehören und welche Werte uns wichtig sind. Und genau da wird's ja psychologisch total interessant. Ich meine, Identität ist ja kein festes Objekt, das man anfassen kann. Nee, überhaupt nicht. Es ist ein Gefühl. Und dieses Gefühl wird ja nicht einfach so aus dem Nichts gebildet, oder? Richtig. Das entsteht durch unser zweites Konzept für heute. Das ist auch ein Substantiv, nämlich die Prägung. Im Englischen übersetzt man das wunderbar mit Shaping oder Imprint. Die Prägung. Ja. Genau. Die Prägung ist der langfristige Einfluss, den unsere Kultur, unsere Eltern und unsere Umwelt auf unseren Charakter haben. Weißt du, ich stelle mir diese Prägung immer wie so einen unsichtbaren Rucksack vor. Einen Rucksack, den wir von unseren Eltern mitbekommen. Oh, das ist ein tolles Bild. Ja, von dem Moment an, wo wir geboren werden, packen unsere Familie und unsere Gesellschaft einfach Dinge in diesen Rucksack. Eine fantastische Analogie, absolut. Und die meisten Menschen bemerken gar nicht, wie schwer dieser Rucksack eigentlich ist. Ja, da ist viel drin. Da stecken unsere Sprache, unsere Moralvorstellungen und unsere ganzen Erwartungen an die Welt drin. Wenn ein Kind zum Beispiel in einer sehr internationalen, reisenden Familie aufwächst, also man nennt diese Kinder in der Psychologie oft Third Culture Kids, Ah, okay. dann ist ihre Prägung eine völlig andere. Ihr Rucksack ist nicht mit einer einzigen nationalen Idee gefüllt, sondern halt mit einer enormen Anpassungsfähigkeit. Ja, und ein ganz wichtiger Teil von dem, was in diesem Rucksack steckt, ist unser drittes Wort. Das Substantiv ist das Brauchtum. Auf Englisch sagen wir Customs oder Traditions. Genau, das Brauchtum. Brauchtum umfasst die alten Traditionen und Feste einer Kultur. Aber sag mal, warum ist das so wichtig? Ist das nicht nur so Verkleidung und Party, also wie beim Karneval oder beim Oktoberfest? Absolut nicht, nein. Also Anthropologen sagen uns, dass Brauchtum eine überlebenswichtige Funktion hat. Früher lebten Menschen ja in sehr kleinen Gruppen. Feste, Rituale und gemeinsames Brauchtum waren quasi der soziale Kleber.
Ah, verstehe. Sie haben Vertrauen geschaffen. Wenn du dieselben Lieder singst und dieselben Feste feierst wie ich, dann weiß mein Gehirn sofort, du gehörst zu meiner Gruppe, ich kann dir vertrauen. Das ist schlau vom Gehirn. Ja, das Brauchtum gibt den Menschen einfach ein tiefes Gefühl von Sicherheit. Okay, das macht total Sinn. Solange ich in meinem Dorf bleibe und alle denselben unsichtbaren Rucksack tragen, ist die Welt in Ordnung. Richtig, ins Spiel. Unser viertes Wort ist ein Adjektiv. Vielfältig. Auf Englisch heißt das diverse. Vielfältig. Mhm. Es bedeutet einfach, dass etwas aus vielen verschiedenen Kulturen oder Aspekten besteht. Es ist extrem abwechslungsreich. Stell dir vor, du ziehst aus einem kleinen Ort nach Berlin oder London oder Toronto. Plötzlich bist du in einem Umfeld, das unglaublich vielfältig ist. Oh ja, das ist ein riesiger Unterschied. In deiner Straße hörst du an einem einzigen Tag Spanisch, Arabisch, Deutsch und Vietnamesisch. Du siehst völlig unterschiedliche Kleidungsstile und riechst Gewürze, die du noch nie in deinem Leben gerochen hast. Genau das. Und da müssen wir ehrlich sein. Auch wenn wir das intellektuell vielleicht toll finden, reagiert unser Körper am Anfang oft mit Stress. Die Dinge wirken auf uns fremdartig. Das ist unser nächstes Wort. Richtig. Das 5. Wort ist das Adjektiv fremdartig. Auf Englisch übersetzen wir fremdartig mit alien oder strange. Es beschreibt etwas, das für uns ungewohnt ist und nicht unserer eigenen Kultur entspricht. Und genau hier müssen wir mal das biologische Warum erklären, oder? Also, warum fühlen wir uns unwohl, wenn etwas fremdartig ist? Ja, das ist eine super Frage. Also unser Gehirn ist eigentlich eine Maschine, die Vorhersagen trifft. Es liebt Gewohnheiten. Weil das Energie spart, oder? Exakt. Wenn dein Gehirn weiß, dass eine Begrüßung immer ein Händeschütteln ist, dann verbraucht das keine Energie. Wenn du aber in Japan bist und man sich verbeugt, kann dein Gehirn keine automatische Vorhersage treffen. Es muss plötzlich arbeiten. Genau. Und diese Extraarbeit registriert der Körper als Mikrostress. Das ist ein unglaublich wichtiger Punkt, finde ich. Es ist also gar keine böse Absicht, wenn uns das Fremde am Anfang irritiert. Nö, überhaupt nicht. Es ist einfach Biologie. Aber wir können diesem Stress in der heutigen Zeit natürlich nicht aus dem Weg gehen. Das bringt uns zu unserem 6. Wort. Das ist ein Verb. Welches? Konfrontieren. Im Englischen sagen wir to confront. Und weil es ein Verb ist, brauchen wir das Perfekt. Das heißt, er hat konfrontiert. Konfrontiert, ja. Die Bedeutung ist, jemanden direkt mit etwas Neuem, Unbekanntem oder einer anderen Meinung in Kontakt zu bringen. Richtig. Und dieses Konfrontieren ist ja in der Großstadt ein Dauerzustand. Die Vielfalt in der Stadt hat mich heute schon auf dem Weg zur Arbeit konfrontiert. Stimmt. Und das muss ja gar nicht aggressiv gemeint sein, oder? Nein, überhaupt nicht. Es bedeutet nur, die Realität zwingt dich hinzuschauen. Wenn du in der U-Bahn sitzt, wirst du unweigerlich mit Lebensentwürfen konfrontiert, die ganz anders sind als dein eigener. Bevor wir weitermachen, ein kurzer Hinweis. Wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Das hilft uns sehr. Und ja, weil diese ständige Konfrontation so anstrengend sein kann, stellt sich jetzt die große Frage. Mit welcher inneren Haltung reagieren wir darauf? Wie gehen wir mit diesem Mikrostress um? Die beste Antwort darauf ist ein Adjektiv, unser 7. Wort. Es ist in letzter Zeit fast schon zu einem Modewort geworden, nämlich weltoffen. Weltoffen, ja. Auf Englisch sagen wir cosmopolitan. Wenn man weltoffen ist, ist man interessiert an anderen Ländern und begegnet Menschen ohne Vorurteile. Aber ich muss hier mal kritisch nachfragen. Ist weltoffen heute nicht oft nur ein leeres Werbewort? Also ich meine, jede große Firma schreibt doch heute auf ihre Webseite, wir sind ein weltoffenes Unternehmen. Ja, das ist ein absolut berechtigter Kritikpunkt. Sehr oft wird weltoffen nur als so ein theoretisches Konzept genutzt. Man liest internationale Zeitungen, man isst gerne Sushi, man reist nach Bali und dann fühlt man sich weltoffen. Genau. Das ist aber nur die intellektuelle Ebene. Echte Weltoffenheit bedeutet, dass man auch bereit ist, seine eigenen Werte und Privilegien mal kritisch zu hinterfragen. Verstehe. Und deshalb brauchen wir noch ein zweites Wort, das viel tiefer geht. Unser 8. Wort ist das Adjektiv offenherzig. Auf Englisch übersetzen wir das mit open-hearted. Offenherzig. Ein sehr schönes Wort. Ja, finde ich auch. Es bedeutet, dass man neuen Menschen aufgeschlossen und freundlich begegnet. Und zwar auf einer sehr emotionalen Ebene. Das ist für mich der große Unterschied. Weltoffen ist der Kopf,
Offenherzig ist der Bauch. Du kannst weltoffen sein, aber trotzdem kühl und distanziert. Ja, das stimmt. Offenherzigkeit spürst du aber sofort. Wenn du als Rucksacktourist irgendwo gestrandet bist und eine fremde Familie lädt dich ohne zu zögern zum Essen in ihr Haus ein, dann sind sie offenherzig. Richtig. Es ist diese warme, unkomplizierte Freundlichkeit von Mensch zu Mensch. Und diese Offenherzigkeit hilft uns enorm, wenn wir diskutieren, wie wir mit unterschiedlichen Ansichten umgehen. Das führt uns zu unserem 9. Wort. Es ist ein sehr bekanntes Verb. Tolerieren, oder? Ganz genau, tolerieren. Auf Englisch to tolerate. Im Perfekt lautet es, er hat toleriert. Es bedeutet, dass man eine andere Meinung oder Lebensweise gelten lässt, auch wenn man sie selbst überhaupt nicht teilt. Mhm. Wir sagen ja oft, Toleranz ist das Fundament der Demokratie. Absolut. Wenn wir als Gesellschaft überleben wollen, müssen wir lernen, Dinge einfach mal auszuhalten. Okay, aber lass mich hier mal kurz einhaken. Gerne. Ist Tolerieren nicht eigentlich furchtbar passiv und fast schon ein bisschen arrogant? Wie meinst du das? Naja, wenn ich sage, ich toleriere dich, dann bedeutet das doch eigentlich, ich finde dich und das, was du tust, nicht gut, aber ich habe großmütig entschieden, dich nicht zu bekämpfen. Oh, wow. Das klingt für mich nicht nach einem harmonischen Zusammenleben. Was für ein fantastischer Gedanke. Da triffst du wirklich den Nagel auf den Kopf. Toleranz ist eigentlich nur der absolute Mindeststandard. Ja, eben. Es ist die Abwesenheit von Gewalt. Ich lasse dich in Ruhe, du lässt mich in Ruhe. Das ist nicht wirklich positiv. Und genau deshalb sagen Soziologen, dass Toleranz allein nicht reicht. Wir müssen einen Schritt weitergehen. Und dieser Schritt weiter ist unser 10. Wort, wieder ein Verb, nämlich schätzen. Auf Englisch sagen wir to value oder to appreciate. Das Perfekt ist, er hat geschätzt. Geschätzt, genau. Es bedeutet, dass wir den wahren Wert von etwas erkennen und großen Respekt davor haben. Wir lassen die andere Person also nicht nur in Ruhe, sondern wir sehen aktiv, dass ihre Andersartigkeit ein echter Gewinn ist. Ein tolles Beispiel dafür ist die Arbeitswelt. Wenn wir gemischte Teams haben, dann reicht es nicht, wenn der kreative Kopf den analytischen Kollegen nur toleriert. Nein, das reicht nicht. Er muss ihn schätzen. Er muss erkennen, okay, meine Kollegin hat eine völlig andere Arbeitsweise. Sie hat das Problem ganz anders analysiert als ich, aber genau diese andere Perspektive macht unser Projekt am Ende fehlerfrei. Ja, das leuchtet absolut ein. Wer die Eigenschaften anderer geschätzt hat, der baut echte Brücken. Richtig. Schätzen ist aktiv, tolerieren ist passiv. Aber was passiert eigentlich, wenn wir weder das eine noch das andere tun? Dann wird es problematisch. Ja, dann landen wir beim absoluten Gegenteil. Das ist unser 11. Wort, ein Substantiv. Die Ausgrenzung. Auf Englisch übersetzen wir das mit Exclusion. Ausgrenzung ist der bewusste Ausschluss von Personen oder ganzen Gruppen aus einer Gemeinschaft. Und Ausgrenzung ist pures Gift für jede Gesellschaft. Wenn wir uns evolutionär anschauen, warum Menschen überhaupt ausgrenzen, liegt das oft an der Angst vor dem Fremden. Das Gehirn wieder, ne? Das Gehirn sagt, die gehören nicht zu uns, die sind eine Gefahr. Aber in einer modernen Gesellschaft führt Ausgrenzung einfach zu Frustrationen, zu sozialen Spannungen und letztendlich zu echten Konflikten. Absolut. Wenn Menschen das Gefühl haben, dauerhaft nicht teilhaben zu dürfen, dann bricht das System zusammen. Um diese gefährliche Ausgrenzung zu verhindern, haben wir eine aktive Lösung. Unser 12. Wort, ein Verb, lautet integrieren. Auf Englisch to integrate. Im Perfekt sagen wir, er hat integriert. Integriert, ja? Das bedeutet, dass wir eine Person oder eine Gruppe so in eine Gemeinschaft aufnehmen, dass am Ende ein funktionierendes Ganzes entsteht. Und bei diesem Wort müssen wir wirklich sehr vorsichtig sein, denn es wird wahnsinnig oft falsch verstanden. Inwiefern? Viele Menschen haben Angst vor der Integration. Sie glauben, Integration bedeutet, dass sie ihren eigenen unsichtbaren Rucksack wegwerfen müssen. Sie denken, sie müssen genauso werden wie die Mehrheit. Oh ja, das stimmt. Dieses Gefühl haben viele Einwanderer. Aber wir haben ja noch ein anderes Wort, das genauso wichtig ist. Unser 13. Wort, das Verb bewahren. Bewahren. Auf Englisch heißt das to preserve. Das Perfekt ist, er hat bewahrt. Es bedeutet, dass wir alte Traditionen, kulturelle Werte oder Sprachen schützen und für die Zukunft erhalten. Richtig.
Aber, sag mal, wie passt das eigentlich zusammen? Wie kann ich jemanden integrieren und er kann gleichzeitig seine Kultur bewahren? Ist das nicht ein völliger Widerspruch? Nein, gar nicht. Und hier hilft uns ein sehr starkes Bild. In der Soziologie unterscheidet man oft zwischen dem Schmelztiegel, also quasi einem Mixer, und dem Mosaik. Einem Mixer? Ja. Wenn man Integration wie einen Mixer versteht, wirft man alle Kulturen hinein, drückt auf den Knopf und am Ende kommt so eine einheitliche graue Masse heraus. Niemand hat seine Kultur bewahrt. Das klingt nicht sehr schön. Nee, das funktioniert auch oft nicht gut und macht Menschen unglücklich. Und was ist dann das Mosaik? Das Mosaikmodell, das zum Beispiel in Kanada sehr oft zitiert wird, funktioniert ganz anders. Ein Mosaik besteht aus vielen kleinen, bunten Steinen. Die Steine werden zusammengefügt und ergeben ein wunderschönes neues Gesamtbild. Ah, das ist dann die Integration. Genau. Aber jeder einzelne Stein bleibt rot, blau oder grün. Jeder einzelne hat seine eigene kulturelle Farbe bewahrt. Das Gesamtbild ist stabil, aber die Vielfalt bleibt sichtbar. Oh, das ist wirklich eine brillante Metapher. Und wenn so ein Mosaik gelingt, dann erleben wir unser 14. Wort, ein Substantiv, die Bereicherung. Auf Englisch Enrichment. Die Bereicherung. Eine Bereicherung ist etwas, das einen Zustand, unser Leben oder unsere Gesellschaft einfach wertvoller und besser macht. Ja, und wenn wir aufhören, Vielfalt als ein Problem zu sehen, das wir irgendwie managen müssen, und anfangen, sie als Geschenk zu betrachten, dann ändert sich alles. Total. Eine Stadt, in der sich Kulturen mischen, ist innovativer. Die Kunst ist spannender, das Essen ist besser, die Lösungsansätze in der Wissenschaft sind kreativer. All das ist eine enorme gesellschaftliche Bereicherung. Um diese Bereicherung im Alltag wirklich leben zu können, brauchen wir als moderne Menschen eine bestimmte Kompetenz. Und das bringt uns zu unserem 15. und letzten Wort für heute. Es ist das Adjektiv interkulturell. Interkulturell. Auf Englisch interkulturell. Es beschreibt alles, was den Austausch und die Beziehungen zwischen zwei oder mehr verschiedenen Kulturen betrifft. Genau, heute spricht man ja ständig von interkultureller Kompetenz. Das ist fast schon wie eine Superkraft in der modernen Welt. Oh ja. Es bedeutet, dass du in der Lage bist, die unsichtbaren Rucksäcke der anderen zu lesen. Du verstehst, warum jemand in einer bestimmten Situation anders reagiert als du und du kannst deine eigene Kommunikation anpassen, ohne deine eigenen Werte zu verlieren. Das ist so wichtig. Absolut. Ob du ein internationales Team leitest oder einfach Freunde aus verschiedenen Teilen der Erde hast, interkulturelles Wissen baut Missverständnisse ab. Wow. Wenn wir diese 15 Konzepte mal zusammennehmen, sehen wir wirklich eine klare Reise. Von der eigenen Identität über den Schock des Fremden bis hin zur echten interkulturellen Bereicherung. Eine tolle Reise. Ja, und wie versprochen wollen wir jetzt genau diese Reise in einer alltäglichen Situation betrachten. Bleibt dran, hier ist unsere Mini-Story für heute. Also, stell dir vor, Maria wohnt schon seit 10 Jahren in ihrem ruhigen Haus. Eines Tages zieht Tariq als neuer Mieter ein. Okay. Und Tariqs Identität ist sehr stark von der Kultur seiner Heimat geprägt, richtig? Ganz genau. Und diese Prägung zeigt sich natürlich sofort in seinem Alltag. Für Maria wirken viele Dinge in seinem Brauchtum, wie zum Beispiel die sehr späten, lebhaften Essenszeiten mit seiner großen Familie, zunächst extrem fremdartig. Ah, ihr Gehirn registriert Stress. Richtig. Eines Abends ist die Musik besonders laut und Maria klopft wütend an seine Tür. Sie konfrontiert ihn direkt mit den Hausregeln. In diesem Moment steht alles auf der Kippe. Es droht ein Dauerstreit und eine kalte soziale Ausgrenzung im Treppenhaus. Oh nein, aber wie geht es weiter? Naja, am nächsten Tag denkt Maria über ihre eigene Einstellung nach. Sie beschließt, bewusst weltoffen und vor allem offenherzig zu sein. Das ist ein guter Schritt. Ja, sie möchte Tariqs Lebensstil nicht nur mit zusammengebissenen Zähnen tolerieren, sondern ihn aktiv in die Hausgemeinschaft integrieren. Sie backt einen Kuchen und lädt ihn auf einen Tee ein. Sehr schön. Und am Küchentisch stellen Sie dann wahrscheinlich fest, wie vielfältig Ihre beiden Lebenswelten eigentlich sind, oder? Genau. Es entsteht ein wunderbarer interkultureller Austausch. Tariq erzählt von seinen Wurzeln und betont, dass er seine Traditionen natürlich bewahren möchte. Das Mosaikprinzip. Exakt. Gleichzeitig sieht er aber auch Marias Bedürfnis nach Ruhe am Abend und er lernt ihre klare, direkte Kommunikation sehr zu schätzen. Am Ende des Jahres sind die beiden nicht nur Nachbarn, sondern gute Freunde. Beide sind sich einig, diese unerwartete Begegnung ist eine riesige Bereicherung für ihr Leben geworden. Was für ein perfektes Beispiel. Es zeigt ganz deutlich,
Also die anfängliche Reibung ist völlig normal. Aber es liegt immer an uns, ob wir mit Angst und Ausgrenzung reagieren oder ob wir die Chance nutzen, die Welt ein kleines bisschen größer und bunter zu machen. Genau das ist die Magie. Schreibt eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Und abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Morgen sprechen wir über Nachhaltige Mobilität. Und überlegt euch bis dahin mal für euch selbst, welche kleinen, fremdartigen Dinge in eurem Alltag, vielleicht bei euren Kollegen oder Nachbarn, könnten eigentlich eine riesige Bereicherung sein, wenn ihr sie einfach mal offenherzig betrachtet und nicht nur still toleriert. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen bei Alltag Deutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.